befinden uns in der Reihe Grundlagen in Time Sensor Legal 365, genauer gesagt im dritten Teil unserer Reihe. Und zwar geht es heute um das Timesheet in Time Sensor Legal 365. Mein Name ist Zoe Schiewek. Ich bin als Account Managerin bei der Time Sensor AG zuständig für die Betreuung des deutschsprachigen Raumes. Das bedeutet natürlich in erster Linie die deutschsprachige Schweiz als auch Deutschland. Und ich werde Sie heute als Host durch dieses Webinar führen. Dann schauen wir uns noch kurz an, was wir heute alles sehen werden. Zunächst werden wir uns also mit einer kleinen Einführung einmal dem Timesheet in Time Sensor Legal 365 widmen. Dann werden wir in einem zweiten Schritt sehen, wie die KI uns unterstützen kann bei der Erfassung von Leistungen im Timesheet. Und im dritten Schritt werden wir uns dann noch anschauen, wie wir mobil Leistungen erfassen können, und zwar über das Time Sensor Legal 365 Web Timesheet. Also ein ganz spannendes Thema. Insofern will ich Sie nicht länger aufhalten, bedanke mich gleich am Anfang für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Teilnahme. Und dann loggen wir uns einmal hier in Time Sensor Legal ein. Wie Sie sehen, bin ich hier schon angemeldet als Frau Monika Muster. Das sehen wir hier oben an unseren Initialen, das MOS. Klicke ich auf diese, lande ich also gleich in meinem eigenen Timesheet. Ich kann allerdings auf mein Timesheet auch via der Funktionsleiste hier oben zugreifen. Da würde ich also hier auf Timesheet klicken und wir sehen, ich komme an gleicher Ort und Stelle raus und kann das Gleiche hier aber auch für Kollegen erreichen. Das ist ein Feature, das ist ganz praktisch, wenn Sie beispielsweise die Leistungserfassung durch Ihre Assistenz machen. Das bedeutet nämlich, dass Sie hier, wir denken daran, ich bin angemeldet als Frau Monika Muster, auch Zugriff auf das Timesheet von Kollegen bekommen können. Jetzt habe ich also hier Zugriff auf das Timesheet von Herrn Sample und könnte auch hier Leistungen erfassen. Wir möchten jetzt aber zunächst einmal das Timesheet genauer anschauen. Deswegen gehen wir hier noch einmal in das Timesheet von Frau Monika Muster und schauen uns hier an, wie das aufgebaut ist. Wir sehen zunächst hier oben haben wir eine Datumsanzeige zum aktuellen Tag. Da ist also immer heute angezeigt. Das heißt ein Default, wenn ich hier eine Leistung erfasse, dann wird diese Leistung eben auch auf den heutigen Tag erfasst. Es ist aber kein Problem, eine Leistung auch in vergangenen Tagen oder für vergangene Tage zu erfassen. Hier könnte ich einfach beispielsweise auf den 10. November klicken. Sie sehen, hier oben ändert sich das Datum und dann könnte ich eben hier nochmal zurück auf heute gehen, für den Fall, dass ich doch nochmal heute erfassen möchte. Alternativ kann ich natürlich auch immer Leistungen für ein anderes Datum hier oben in der Spalte erfassen. Nur sehe ich sie dann nicht mehr unmittelbar danach, sondern ich sehe sie dann eben korrekterweise aufgelistet in dem Bereich des Tages, für welchen ich die Leistung erfasst habe. Dann sehen wir hier etwas weiter unten das aktuell ausgewählte Mandat. Das richtet sich immer danach, welches Mandat Ihr User als letztes ausgewählt oder angewählt hatte. Das bedeutet, wenn ich also hier eine Mandatsmappe oder ein Dossier geöffnet hatte eines Mandates, dann wird mir dieses Mandat auch im Timesheet angezeigt. Möchte ich keine Leistung auf dieses Mandat erfassen, dann könnte ich hier ganz einfach eben beispielsweise hier den Herrn Hirsch auswählen und würde dann gleich Leistungen als auf Herrn Hirsch beziehungsweise als dem Mandat von Herrn Hirsch hier der Erbschaft zugehörig erfassen. Dann haben wir hier unten noch eine kleine Dropbox, eine Quick Dropbox. Die können wir nutzen, um eben Dokumente unmittelbar hier auch über das Timesheet in die Software zu speisen. Wie das vor sich geht, schauen wir uns gleich noch genauer an. Und dann haben wir hier oben eine Auswahl für den Zeitraum, den wir hier betrachten möchten. Das bezieht sich also nicht auf die Erfassung von Leistungen, sondern deren Anzeige. Das wird etwas kenntlicher, wenn ich hier jetzt beispielsweise den Monat auswähle. Und Sie sehen eben hier gleich, dass wir hier mehrere Leistungen drin haben. Wir sehen auch, die Frau Muster hat diesen Monat nicht sonderlich viel gearbeitet. Die hatte wahrscheinlich noch einen Großteil des Monats Ferien. Es ist ja auch bald Weihnachten. Und hier können wir jetzt ansehen, was die Frau Muster eben über den gesamten Monat hier an Leistungen erfasst hat. Das Ganze können wir hier unten auch noch summieren mit der Summenfunktion im Timesheet. Diese wiederum lässt sich hier über das kleine Pfeilchen links neben der Ausgabe der Summe konfigurieren. Hier können wir also entweder alle Leistungen anzeigen, um eben einen Überblick zu haben, wie viele Stunden wir geleistet haben. Hier könnten wir natürlich aber auch verrechenbare Leistungen oder verrechenbare Zeit summieren. Der ein oder andere mag vielleicht mehr Augenmerk darauf legen, wie viel extern verrechenbare Zeiten er generiert hat. Insofern kann das eben jeder Endanwender hier für sein eigenes Timesheet einstellen und dann sehen Sie in Folge hier unten ausgegeben von der Summenfunktion eben eine summierte
Auflistung aller hier erfassten Leistungen, die Sie eben jetzt hier zur Anzeige bringen. Dann haben wir noch ein weiteres Feature, das wäre eben ein zusätzliches Add-in, das nennt sich Produktivitätsmonitor. Und ich kann dieses hier oben einmal ausklappen. Der Produktivitätsmonitor, der zeigt, Vorsicht, wir haben jetzt hier die Ansicht auf dem Monat stehen. Stelle ich sie zurück auf den Tag, dann werden hier die Summen etwas kleiner. Der Produktivitätsmonitor zeigt uns an, ob wir Differenzen zwischen unserer Präsenzzeit, also Login bis Logoff haben, und dem, was wir im Timesheet erfasst haben. Ist das jetzt hier der Fall? Hier zum Beispiel hätte ich heute keine Leistung erfasst, bin aber eben seit 9 Stunden 26 Minuten in der Software eingeloggt. Hier könnte ich jetzt also ganz bequem via Doppelklick auf diese Leistung, wir haben gesehen, Herr Hirsch ist mein letztes Mandat, hier ins Timesheet einbuchen. Das möchten wir jetzt aber noch einmal bereinigen. Um diese Leistung hier zu löschen, klicken wir hier unten bei ausgewählter Leistung auf das kleine Minus und die Leistung ist wieder weg. Wir klappen einmal den Produktivitätsmonitor ein und widmen uns jetzt einem tatsächlichen Beispielfall und werden dann anfangen, einige Leistungen zu erfassen. In unserem Beispielfall soll es so sein, dass wir hier eine Klientin haben. Das ist die sogenannte Netz AG, die betreuen wir im Rahmen eines Mandates namens Patentschutzverfahren. Wir hatten dort einen Entwurf aufgesetzt, für den wir nun Arbeitszeit erfassen möchten und hatten diesen an unsere Klientin zugestellt, zwecks Leistung einer Unterschrift. Jetzt ist es also so, dass wir hier zunächst einmal eben die Leistung erfassen möchten, dass wir hier einen Entwurf zum Patentschutzverfahren erstellt haben. Ich klicke zu diesem Zwecke direkt hier oben in die Spalte Datum. Ich hatte hier schon gesagt, hier tragen Sie immer zum aktuellen Tagesdatum ein. Es ist aber auch durchaus möglich, hier eben beispielsweise ein Datum von vor 4 Wochen anzugeben und dann eben zu bestätigen. Infolgedessen verschwindet dann die Leistung hier aus der Übersicht, weil wir hier den Tag betrachten. Wir erfassen das Ganze jetzt aber einmal für den heutigen Tag. Hier habe ich also das entsprechende Tagesdatum drin stehen und dann betätige ich die Tab-Taste und rutsche somit eine Spalte weiter. Hier hatten wir jetzt gesagt, möchte ich natürlich meinen aktuellen Mandanten, also die Netz AG, auswählen. Zu diesem Zwecke kann ich ganz einfach entweder hier unten die Netz AG anwählen oder noch einfacher. Ich gebe hier einfach Netz ein, drücke noch einmal die Tab-Taste und Sie sehen, da das das einzige Mandat von der Netz AG ist, hat Time Sensor Legal 365 hier unmittelbar das Mandat identifiziert und gleich ausgewählt, sodass ich also nun Leistungen auf dieses Mandat erfasse. Dann muss ich hier jetzt in der Spalte Kürzel ein entsprechendes Kürzel angeben, ein Leistungskürzel. Da kann ich entweder gleich eine Angabe machen oder ich drücke wieder die Tab-Taste und erhalte daraufhin eine Übersicht aller mir zur Verfügung stehenden Leistungskürzel. Da ich eben hier ein Honorar erfassen möchte, wähle ich dieses aus und wir sehen, dass sich auch der Rest hier der Spalten entsprechend füllt. Hier haben wir dann entsprechend den Leistungstext, Honorar stehen. Hier könnte ich jetzt eine andere Angabe machen und könnte eben hier schreiben, dass es sich um einen Entwurf für das Schreiben zum Patentschutz handelt. Möchte ich jetzt hier noch Änderungen vollziehen, beispielsweise möchte ich etwas an der Zeit ändern. Die Zeit wird hier als Default immer als 1 angegeben, in dem Fall 1, Einheit 1 von Zeitstunden bedeutet 1 Stunde. Möchte ich das jetzt kürzen oder erhöhen, kann ich ganz einfach hinter meinem Leistungskürzel eine Zeitangabe oder auch eine Zeitspanne eintragen. Wenn ich also hier sage, es handelt sich um eine Arbeit von 1 Stunde 30, so würde ich H1 Doppelpunkt 30 eintragen, mit Enter bestätigen und Sie sehen, dass sich hier hinten eben entsprechend die Werte ändern. Hier haben wir jetzt also eine Anzahl von 1,5, entsprechend 1,5 Zeitstunden zu einem Preis von 350 Schweizer Franken pro Stunde, ergibt also für 1,5 Stunden entsprechend den 1,5-fachen Preis, was wir hier hinten in der Totalisierung dann sehen. Jetzt haben wir also erfolgreich eine Leistung erfasst. Nun haben wir dieses Schreiben auch an den Klienten, an die Klientin zugestellt. Das möchten wir hier auch noch erfassen. Und zwar möchten wir da gleich erfassen, dass wir eben hier, ich navigiere weiter mit der Tab-Taste, das Mandat haben wir jetzt schon drin, da wir es ja bereits ausgewählt haben, möchte ich jetzt hier eine Honorarleistung von, sagen wir mal, 10 Minuten. Ich habe also 10 Minuten gebraucht. Ich bin selbst zur Post gegangen, habe das eingeworfen, dieses Schreiben,
habe also da 10 Minuten Aufwand, die ich noch verrechnen oder berechnen möchte. Und dann habe ich natürlich für dieses Schreiben auch Kopien angefertigt. Also würde ich hier mein Leistungskürzel für Kopien angeben und wir sagen, ich habe das Ganze in 5-facher Ausfertigung in den Briefumschlag getan. Also würde ich hier Kopien Anzahl 5 eintragen und bestätige jetzt mit der Enter-Taste. Und Sie sehen, jetzt habe ich gleich 2 Leistungen erfasst. Bei dieser Leistung würde ich jetzt hier hineinschreiben, dass wir eben den Brief in den Briefkasten geworfen haben. So, das habe ich jetzt einmal hier reingeschrieben und dann sage ich noch, dass es sich um eine Kopie handelt. Wunderbar, das habe ich auch alles sehr schön erfasst hier. Und somit habe ich als Rechtsanwältin jetzt meine Leistungen hier im Timesheet erfasst. Das Einzige, was mir eben hier noch fehlt, ist, dass ich das Dokument, welches ich zur Unterzeichnung übersendet hatte und mittlerweile vielleicht sogar wieder zurückerhalten habe in unterzeichneter Variante, auch gleich noch hier mit der Leistungserfassung in die Software einspeisen kann. Das mache ich ganz einfach, indem ich das einfach einmal hier nehme. Das Mandat ist hier ausgewählt. Ich tue das Ganze hier in die Quick Drop Zone. Und Sie sehen, das Ganze wurde mir mit einem kleinen blauen Haken bestätigt. Ich bekomme meinerseits auch noch ein Audiosignal, was Sie jetzt natürlich nicht gehört haben. Und so sind wir sicher, dass das Ganze in die Software eingegangen ist. Jetzt fällt mir im nächsten Schritt leider auf, dass ich hier doch einige Fehler eingebaut habe. Das ist natürlich etwas unschön, da diese Posten am Ende auf der Rechnung stehen werden und unsere Mandanten gerne von kompetenten Rechtsanwältinnen beraten werden. Wir haben immer ein wenig das Problem, dass nicht unbedingt Kompetenz suggeriert wird, wenn wir Rechtschreibfehler in unsere Leistungsposten einbauen. Insofern haben wir da zur Unterstützung Ihrer Mitarbeiter ein Feature eingebaut, in dem Sie KI mit ins Timesheet aufnehmen können und die KI bitten können, hier ihre Leistungstexte zu bearbeiten. Das ist also auch ein sehr schönes Feature, das würde ich gerne einmal gleich demonstrieren. Ich klicke also hier auf die entsprechende Leistung und hier reicht es mir, wenn ich eben sage, ich sage der KI, bitte verbessere mir das Ganze einfach, in dem Fall also eine bloße Rechtschreibkorrektur und infolgedessen erhalte ich einen korrigierten Leistungstext. Dann ist es vielleicht auch so, dass ich hier, obwohl ich auch Rechtschreibfehler eingebaut habe, noch einen etwas längeren Text möchte. Dann sage ich vielleicht, es soll mir das Ganze eben professionell verbessern. Wunderbar. Und wir sehen, auch das funktioniert. Und dann sage ich, damit wir hier unsere dritte Option auch noch einmal ausprobieren können, es ist immer schön, wenn die Leistungstexte etwas ausführlicher sind in ihrer Beschreibung. Er soll mir das Ganze doch noch einmal ausführlich formulieren. Wunderbar. Und jetzt habe ich hier 3 Leistungstexte, die eben mit KI angepasst wurden. Das ist also sehr schön. Das kann sich meiner Meinung nach sehen lassen. Es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass ich hier durch den Einsatz von KI kein Ergebnis erziele, was ich erwünscht hatte. Das ist aber auch nicht weiter problematisch. Möchte ich also tatsächlich auf der Rechnung einen fehlerhaften Leistungstext ausgeben, so soll mir auch das nicht vergönnt werden. Insofern habe ich hier die Möglichkeit, das Ganze nochmal zum Originaltext zurückzusenden. Wir machen das natürlich jetzt so, dass wir eben gerne saubere Rechnungsposten haben, die auch fehlerfrei sind. Insofern würde ich das Ganze noch einmal korrigieren lassen. Und Sie sehen, jetzt haben wir hier in Windeseile mehrere Leistungen erfasst und gleichzeitig eben deren Leistungstexte modifiziert. Was uns jetzt noch bleibt, ist, wir hatten ja gesehen, dass wir eben ein Dokument auch importiert hatten in die Software. Dafür hatten wir eine Leistung erfasst, nicht nur für die Erstellung des Dokumentes, sondern eben sogar auch noch für das Einwerfen in den Briefkasten sowie das Papier, auf das wir kopiert hatten. Insofern ist es uns natürlich jetzt auch wichtig, dass dieses unterzeichnete Dokument, was wir von der Klientin zurückerhalten haben, es tatsächlich in die Datenbank geschafft hat. Das würden wir uns gerne anschauen. Das kann ich ganz einfach von hier machen. Ich habe hier also meine ausgewählte Leistung. Ich habe eine Leistung auf das Mandat erfasst. Blau ist sie, deswegen ist sie ausgewählt. Ich könnte hier auch eine andere Leistung auswählen. Und bei ausgewählter Leistung
kann ich jetzt hier unten rechts auf das entsprechende Aktionsmenü klicken und könnte hier die Mandatsmappe öffnen. Jetzt sind wir in der Mandatsmappe des Patentschutzverfahrens zur Netz AG Energie und hier können wir jetzt im Archiv nachschauen und hier sehen wir einwandfrei, unser unterzeichneter Entwurf zum Patentschutzverfahren hat es via Timesheet in das Archiv des entsprechenden Mandates geschafft. Soweit also so gut. Das sieht doch super aus. Alle Dokumente haben es in die Software geschafft und die Leistungen sind erfasst, sodass wir diese auch zum Monatsende abrechnen können und das sogar mit verbesserten Leistungstexten. Das bringt uns nun zum dritten Teil unseres Timesheet-Webinars und zwar möchten wir uns jetzt noch einmal die Erfassung über das Web-Timesheet, also die mobile Erfassung von Leistungen anschauen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz darauf hinweisen, dass wir hier in der Mandatsmappe sind. Und hier gibt es ein schönes Feature. Es handelt sich ja sozusagen um das Arbeitscockpit für Rechtsanwälte. Das Feature ist, dass wir hier oben die Möglichkeit haben, eben die hier laufende Stoppuhr zu starten und zu stoppen. Das heißt, hier könnte ich eben einen Timer laufen lassen, der in dem Zusammenhang misst, wie lange bin ich jetzt auf diesem Mandat am Arbeiten. Drücke ich hier dann die Stopp-Taste, dann könnte ich hier die erfasste Leistung beziehungsweise die erfasste Zeit noch ins Timesheet transferieren. Ich würde jetzt hier sagen, wir runden das Ganze auf 10 Minuten, bestätigen das, mein Timesheet öffnet sich und Sie sehen, hier habe ich jetzt unmittelbar eine 10-minütige Leistung erfasst mit Hilfe dieses Timers. Das ist ein Feature, das ist natürlich auch unterwegs sehr angenehm. In diesem Zusammenhang stellen wir uns jetzt ein weiteres Beispiel vor. Und zwar soll unser Beispiel sein, dass wir eben hier auf einem Termin mit unserer Klientin sind und in der Regel haben wir dann vielleicht nicht den wundervollsten Internetzugang. Wir haben nicht unseren Arbeitsrechner dabei, unser Arbeitsgerät, sondern wir haben nur ein mobiles Endgerät. Die meisten von Ihnen haben heutzutage eben ein Handy in der Tasche, sodass Sie auch über dieses mobile Endgerät nun Leistungen hier im Timesheet erfassen können. Wie soll das Ganze gehen? Das möchte ich Ihnen einmal kurz zeigen. In diesem Sinne habe ich hier ein iPhone vorbereitet und da sehen Sie jetzt zum ersten Mal unser Web-Timesheet. Hier habe ich also einen iPhone-Simulator. Das Ganze ist zugänglich direkt aus dem Browser. Ich bin hier also im Safari-Browser angemeldet, könnte das Ganze eben auch via Firefox, via Google Chrome machen. Das funktioniert auch auf Android. Ich könnte also mit jedem browserfähigen, jedem webfähigen Endgerät könnte ich hier auf das Time-Sensor Legal 365 Web Timesheet wechseln und würde mich jetzt ganz normal hier anmelden, so wie ich das morgens auch, wenn ich an mein Arbeitsgerät komme, in der Kanzlei würde ich mich hier eben entsprechend anmelden. Das bedeutet, ich trage mich jetzt hier als Frau Monika Muster ein. Wie ich Ihnen eben schon gezeigt hatte, sind wir ja auch als diese in der Software angemeldet und klicke hier auf das Login. Und jetzt sehen Sie, dass ich hier eben in meiner Webversion des Timesheets bin. Hier kann ich jetzt also mobil Leistungen erfassen, nochmal via des Browsers auf einem webfähigen Endgerät. Das heißt, es ist nicht beschränkt nur auf ein Handy, das können Sie auch auf einem Tablet machen, auf einem iPad. Sie können es sogar auf manchen Readern machen, die eine Browser-Applikation haben. Da ist also wenig Begrenzung gesetzt. Dann möchte ich Ihnen gerne dieses Web-Timesheet auch noch einmal vorstellen. Es funktioniert sehr, sehr genau wie im Timesheet in Time Sensor Legal, was Sie eben schon gesehen haben. Das heißt, ich könnte hier oben eben entsprechend mein Projekt auswählen. Da würden wir jetzt mal unsere Netz AG auswählen, da es sich ja hier um das Beispiel handelt. Dann würde ich hier vielleicht ein Honorarkürzel angeben und könnte dann hier entsprechend meine Leistung betiteln. Da könnte ich jetzt vielleicht mal Anfahrt schreiben. Wir sagen, wir sind jetzt gerade zu einem Termin gefahren, haben also unmittelbar die Anzahl der Anfahrten hier zu verzeichnen. Hält sich im Moment noch ein bisschen in Grenzen, ist also nur in dem Fall eine Zeitstunde. Und hier oben können wir sagen, ist das Ganze verrechenbar, ist es nicht verrechenbar. Und wenn wir jetzt hier auf Senden klicken, dann wird diese Leistung also unserem Timesheet hinzugefügt. Dazu müsste ich unser Timesheet hier noch einmal aktualisieren. Ich habe es also geschlossen, damit es zwischenspeichert. Wir würden vielleicht der Leistung hier noch einen Titel geben, den es speichert. Wunderbar. Und senden das Ganze.
Und jetzt kann ich hier in meinen Timesheet gehen und jetzt sehe ich hier die Anzahl verzeichnet. Das hat also ganz wunderbar geklappt. Hier habe ich jetzt eine sofortige Übertragung der von mir erfassten Leistung in mein Timesheet, die ich auch in Time Sensor Legal einsehen kann. Dann hatten wir uns befasst mit einem Timer, den Sie eben in der Mandatsmappe gesehen haben. Auch dieses Feature steht Ihnen in der Webversion des Timesheets zur Verfügung. Dazu würde ich hier einfach einmal auf den entsprechenden Button klicken und Sie sehen, dass hier oben der Timer beginnt zu laufen. Es ist durchaus möglich, mehrere Timer nebeneinander laufen zu lassen. Das möchte ich Ihnen hier einmal demonstrieren. Das heißt also, es kann ja immer passieren, dass wir gerade dabei sind, etwas zu bearbeiten. Wir starten einen Timer, plötzlich erhalten wir einen Telefonanruf und müssen einen zweiten Timer starten, sodass wir beide Leistungen erfassen können. Möchte ich dann natürlich nicht, dass der erste Timer weiterläuft, kann ich diesen ganz bequem einfach pausieren. Das ist dann für uns auch schön kenntlich hier an der entsprechenden Farbe und hier vorne an der Timerfarbe steht er also hier auf Orange und meine Play-Taste ist grün, dann ist der Timer gestoppt. Wir sehen, die Uhr läuft hier nicht weiter und dann läuft der untere Timer weiter. Jetzt sagen wir, unser Telefonanruf wurde auch beendet. Der hat schlicht 31 Sekunden gedauert. Diesen Telefonanruf, den könnten wir jetzt unmittelbar verzeichnen. Das war vielleicht einfach nur ein Ansprechpartner einer anderen Firma, der uns kurz mitteilen wollte, dass er ein Schreiben in die Post getan hat. Da haben wir einfach eine Zustellbestätigung erhalten. Das möchten wir hier kurz erfassen. Und dann würde ich hier, es ging zum Beispiel hier um die missbräuchliche Kündigung von Herrn Eisenberg. Und dann könnte ich das Ganze, ich möchte es nicht verrechnen, weil das war ja doch ein sehr, sehr knappes Telefonat, könnte ich hier das verrechenbar rausnehmen und würde entsprechend hier diese Leistung nun auch wieder erfassen, indem ich hier auf den Button zur Bestätigung klicke. Ich werde hier jetzt noch gefragt, ob ich das Ganze runden möchte. Da wir uns eben auf eine kulante Behandlung geeinigt hatten, würde ich das jetzt hier nicht runden. Und Sie sehen, auch diese Leistung wurde nun hier entsprechend im Timesheet erfasst. Das schließen wir nochmal und schauen uns hier noch etwas weiter das Web-Timesheet an. Das wäre also unsere Möglichkeit. Ich mache das hier noch einmal etwas übersichtlicher, hier Leistungen via des Timers zu erfassen. Dann hätte ich auch noch die Möglichkeit, Sie haben das, ich stelle das Ganze einmal nebeneinander, Sie haben das hier unten gesehen, hier besitze ich eine Summenfunktion im Timesheet in Time Sensor Legal 365. Diese Summenfunktion, die steht mir eben entsprechend auch hier zur Verfügung. Das heißt, auch hier hätte ich die Möglichkeit, mir hier eben die gesamten Werte anzuschauen, indem ich hier, so, wunderbar, meine Werte unten einblende und dann hier meine Summierung anzeige. Auch hier, analog zu dem, was Sie eben auf der rechten Seite schon gesehen haben, kann ich eben hier meine Datumsparameter angeben. Das heißt, das hätten wir hier auf der linken Seite und einmal hier oben die Anzeige der im Timesheet gelisteten Leistungen. Das würde also unmittelbar der Anzeige hier unten entsprechen. Ich scrolle da für Sie noch ein wenig runter und Sie sehen, dass es sich eben um das gleiche Timesheet handelt, beziehungsweise die gleichen Leistungen, die wir hier einsehen können. Hier habe ich dann entsprechend noch die Summierungen, die ich also hier unten in der Summenfunktion einstellen kann. Hier habe ich eine Anzahl oder eine Kumulierung der Gesamtstunden. Ich habe eine Kumulierung des Gesamtpreises. Ich habe hier eine Kumulierung oder eine Differenzierung der verrechenbaren Angaben und der nicht verrechenbaren Angaben. Da sind Ihnen also von der Auswertung keine Grenzen gesetzt, die Sie eben in Time Sensor Legal hier nicht kennen würden. Damit wären wir auch tatsächlich am Ende unseres heutigen Webinars angelangt. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen gibt zur Bedienung des Web-Timesheets oder auch, ob Sie das Web-Timesheet testen können, dergleichen, kommen Sie jederzeit gerne auf uns oder auch mich zu und wir finden gemeinsam eine Lösung. Es handelt sich wirklich um ein schönes Feature und ich freue mich, Ihnen das Feature nochmal im kleineren Rahmen vorstellen zu können. Ich bedanke mich also ganz herzlich und wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal.